Oh, der reichste Mann ever, Mansa Musa, Jeff Bezos. Der hat 177 Milliarden Euronen. Das ist sehr viel Geld, okay? Man hat ausgerechnet, wenn er heute, bis zu seinem Tod quasi, wenn Jeff Bezos sein Geld verlieren will, er müsste 22 Millionen Dollar jeden Tag ausgeben, um, wenn er 80 wird, quasi falls er 80 wird, kein Geld mehr zu haben. Also so reich circa war Jeff Bezos. Und jetzt steigen wir quasi rein. Wir reden bei Mansa Musa auch nur so über seinen Flex, Bruder. Mansa Musa war voller Drip, bevor es Drip gab. Ich sage euch ehrlich, er war der Drip King. Als der Pilgerfahrt gemacht hat, hat er eine scheiß Stadt mitgenommen. Aus so 30.000 Menschen. Da gab es alles. Essen, Karawane, Schlafzimmer, sein Schneider. Und wir nehmen ja so ein bisschen Portemonnaie mit, ne? So ein bisschen Geld ausgeben ist das. Wisst ihr, wie viel Mansa Musa Portemonnaie mitgenommen hat? 230 Kilo Gold. Und 400 Kilo Gold, nur um das so, es war Staubgold, so in Säcken. Sie wollten das auf die Straße verstreuen, während sie gehen, damit Leute wissen, Mansa Musa war hier. Das war auf dem Weg nach Pilgerfahrt. Man denkt, der Bruder ist ein Abgehobener. Ich sage euch ehrlich, Bruder, es ist zu krass. Er hat jeden Freitag, egal wo er war, einfach irgendeine Bibliothek oder eine Moschee gebaut. Er hat gesagt, viel Geld existiert nur, um es Menschen zu geben und ich kann das irgendwie nicht ausgeben. Ich habe jetzt eine Theorie, wie ich mein Geld endlich ausgeben kann. Ich werde jedes Mal, wenn ich von Moschee rauskomme, am Freitag oder so, baue ich eine neue. Oder eine Schule. Oder so einen Wissenschaftsraum. Oder so für Arme, so ein Block. Das hat er jede Woche einmal gemacht. Der ganz andere Flex, Bruder. Every single day for the rest of his life. That's well over 10 times the average income an American makes over his entire career. Every single day for about 8,400 days in a row. Yeah. But Boah, ich here's liebe den something. Typen, Alter. Der ist so korrekt, Alter. Whilst Jeff Bezos may well be the richest man in modern times, he isn't the richest human being ever to have lived. In fact, remarkably enough, if you adjust for inflation, he isn't even close. The Yeah, man. individual who holds that title is estimated to have been in possession of a fortune well over twice the size of poor old Jeff's and larger than the fortune of Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett and Jack Ma combined. Er hat mehr Cash als die alle zusammen. Und man kann das nicht mal umrechnen, wie viel zu der Inflationszeit das war. Es kann sein, dass es 1000-mal mehr war. The thing is, despite his vaunted financial position in the annals of human history, there's a very good chance you've never even heard of this guy. That being the case, let me introduce you. This is Mansa Musa, the richest. Bruder, mit Halalbart sogar. He was born almost 750 years ago, and second, he was the Sultan of the Mali Empire. Most of my viewers live in Europe and the US, two parts of the world where school systems have not traditionally put a lot of emphasis on African history. Das meine ich, Bruder, das finde ich so traurig, Digga. Mansa Musa hat alles dafür getan, dass Timbuktu die Hauptstadt des Wissens wird und sein gesamtes Geld da reingesteckt. Und Leute denken von den meisten Afrikanern und überhaupt aus Afrika sowieso einen dummen Ort. Es ist so viel Wissen dort, Bruder. In der Richtung von Afrika, wo die Menschheit entstanden ist so viel, was wir nicht ansatzweise wissen. At its height in the 14th century, it covered almost 500,000 square miles and was home to around 5% of the world's population. It rose incredibly quickly. Bruder, sein Ort war 5% der Weltbevölkerung. Okay, so krass war sein Ort. In the space of Und bevor er krass war, als er krass wurde, ist jeder zu ihm gezogen, weil er jedem gratis Haus gegeben hat, Digga. Als er Brot holen gegangen ist, hat er mindestens 10 Menschen Haus geschenkt, jedes Mal. just a couple of generations during what's known as the Golden Age of Trade in Africa. The rise of the Mali Empire was built on its unfathomable wealth, and that came primarily from two things: gold and salt. Das war das Zeitalter von Salz, Bruder. Die Hälfte von Gold, was gemeint wurde damals in der alten Welt, die Hälfte wurde in 3 Minen in seinem Königreich gemeint. So viel Geld hatte der. Die Hälfte von dem Gesamtgold auf den gesamten Planeten stammt aus 3 Minen, wo König Mansa König war. But the fact salt was such a major factor might seem a little odd when viewed through our modern lens. But in many parts of 14th century Africa, salt was an incredibly valuable commodity.
to the right by Und damals müsst ihr euch vorstellen, wieso Salz auch noch so berühmt war, Leute. Salz war die einzige Art, Essen zu lagern. Sowas wie ein Kühlschrank. Salz entzieht Wasser und dadurch ist es lagerbar. Versteht ihr? was literally worth its weight in gold. Es war genauso viel wert wie Gold. Mansa Musa was born sometime around 1280 AD, and he came to the throne as the 10th ruler of the Mali Empire in approximately 1312 AD. His rise to power was a slightly odd one. He was only ever supposed to be a temporary ruler, selected for his caretaker position when his predecessor, Abu Bakari Keita II. Das war der Beste, Digga. Ihr müsst euch vorstellen, der König war auch ein Ehrenmann und dieser Abu Bakr hatte Bock, dann kurz in die See zu gehen, einfach sich finden. Er ist nie wieder zurückgekommen. Damals war schon das Milchholen ganz wichtig. You do. In Afrika. The emperor took some 3,000 ships and set off Mein Bruder hat damals schon Milch geholt. Ich fick mein Leben, Digga. into the vast expanse of the ocean, leaving behind his throne and one of the greatest fortunes in history, all without a shred of evidence that there was actually anything to discover on the other side. So far as we know, Bruder, man weiß nicht, was dann passiert ist, aber danach war der König Mansa, weil der König nie wieder zurückkam. Und vertrau mir, die Welt war glücklich, dass Mansa jetzt König ist. Mansa Musa officially ascended to the throne, where he set about extending the borders of his lands and growing his already vast wealth. By the way, I should point out that Mansa is a job title rather than a first name. It means emperor or sultan. Anyway, as the head of one of Africa's greatest empires, just how rich was Mansa Musa? Well, before we get to the numbers, how about an example? The new emperor was a devout Muslim, meaning, much like today, it was his solemn duty to undertake War auf Mashallah-Modus, Digga. the Das ist zu Hajj hart. at least once in his lifetime. The Hajj being a pilgrimage to Mecca and one of the 5 pillars of Islam. It's no exaggeration to say that when Mansa Musa decided it was time to go to Mecca, the pilgrimage that ensued from Mali to the Arabian Peninsula is one of the most remarkable journeys ever made by a human being. Well, I say a human being. What I actually mean is 60,000 men and women, 100 elephants, 80 camels, a personal guard of 500 highly trained warriors, and enough food, water, and animals to eat for everyone. Ist so pilgern gegangen, Bruder. Wisst ihr, wie hart der Typ ist? Er hat gesagt, ich gehe nicht allein pilgern, ich will alle, die pilgern wollen, auch mitnehmen. Wer will pilgern? Alle haben gesagt, er hat jeden, sogar ein 3-Jähriger, der Bock hatte, er hat jeden einzigen gesagt, okay, komm mit. Und Bruder, er hat gesagt, ne, wir gehen nicht so einfach so, wir gehen mit Stadt. Wir bauen einfach eine Stadt. Und das war... Basically, Mansa Musa undertook this 2,700-mile pilgrimage at the center of an entire movable city, a caravan that stretched longer than the eye could see. I mean, it was bigger and more extravagant even than the entourage. Ach so, Bruder, was Sklavending angeht, tatsächlich hatte Mansa Musa einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn, was Sklaverei angeht. Er hat versucht, jeden Sklaven zum Mitarbeiter zu machen und einfach... So, damals gab es halt diese Filme, du bist Moslem oder der und dann Steuerklasse. Wenn du keiner warst, musstest du einfach Steuer zahlen, nichts mehr. Das war halt so das Ding. So, das war halt die Nation. Und das ist halt das Ding, Bruder. Der wollte auch von denen dann nichts und der hatte zu viel Geld, er hat halt jeden gegönnt. So auf den Modus war der, wisst ihr. Er hat einfach nur Liebe gegeben. He'd reserved a little extra cash to treat himself along the way. Of course, a little extra cash has something of a different meaning when you're the richest man ever. In this case, it was 21,000 kilograms of solid gold. You know, just in case there were some bargains to be had in duty free. You might be wondering how exactly he transported such a vast amount of gold, or at least 20,999. Er hat 21.000 Kilo Gold mitgenommen. So für die Reise. Einfach so zum Chillen. Falls was passiert, Bruder. Weiß ich mal, man weiß ja nie. Vielleicht will man sich so spontan für jeden ein Auto kaufen oder so. Ich weiß es nicht. Das sind 21 Tonnen. Das sind 10 Autos aus Gold. That job was left to his 12,000 slaves,
each of whom was given Holy almost shit. 2 kilos in solid gold apiece. Holy Along with shit. the bullions, Mansa Musa also brought thousands of kilos of gold dust. Das ist das Krasseste. Er hat nicht nur Gold mitgebracht, er hat auch genauso viel Staub mitgebracht. Which was used as currency throughout his kingdom. Take all this. Dieser Staub war in seinem Königreich die Währung. Also man hat dort, wo er lebt, mit Gramm bezahlt. Hey, kann ich das Handy kaufen? Ja klar. Was schulde ich dir? 10 Gramm Gold. Hier. As you may well know, another of the pillars of Islam is zakat, Der Abi ist einfach zum Islam übergetreten. Mashallah, Digga. which is the giving of alms to charitable causes. That's right, Mansa Musa hadn't brought all this gold for himself. He was planning to give it away. Like, all of it. It's said that so much gold was handed out to the poor en route to Mecca that Mansa Musa single-handedly crashed the price of the commodity across most of North Africa. Er hat auf dem Weg nach Mekka so viel Gold an die Armen verschenkt, Bruder, dass der Kurs vom Gold einfach weltweit gefallen ist. Nur weil jetzt jeder Gold hatte, weil es jeden geschenkt hat. Auf dem Weg nach Mekka. In dieser Region war Gold einfach nichts mehr wert. Bruder, was für ein verfickter Ehrenmann, Bruder. Bitte sag mir, Digga. Stell dir vor, Elon Musk schafft es, Goldpreis zu finden. Das wird er niemals schaffen. Einfach weil er kurz Mekka geht. He was basically the Mr. Beast Ja, of his genau. day. Genau. But his generosity was about more than just cold, hard gold dust. Scheiße. Mansa Musa also wanted to share his beliefs far and wide. But being the richest man in history, he didn't settle for simply spreading the word. Instead, he started a tradition. Every Friday for the entirety of his pilgrimage, no matter where he found himself, he had a mosque built. Jeden Freitag, wo er diese 2700 Meilen, die er geht, und egal wie viele Jahre oder Monate die Reise dauert, jede Freitag wurde eine Moschee gebaut. Egal wo er war auf der Reise. Zum Beispiel, wenn er jetzt gerade in dieser Wüste ist, er baut hier gerade eine Moschee. Jetzt gleich. Oder eine Bibliothek. Considering the trip took almost 2 years in total, 2 Jahre, Bruder. 2 Jahre. Wie viele Wochen hat ein Jahr? Mal 2. So viele Moscheen hat er gebaut. Nur während dieser Reise. Damit du seinen Flex verstehst, Bruder. Damit du weißt, was wirklich Flex heißt. a lot of time has passed since Mansa Musa ruled over the Mali Empire, and written records from the time are pretty much non-existent. That means it's difficult to be completely sure his intentions on the pilgrimage were solely philanthropic and spiritual. Some historians suspect he was keen to show off his immense wealth and resources as a kind of medieval PR exercise. A branding mission designed to impress his friends, frighten his enemies, and just generally put the Mali Empire. Das Ding ist, er hat halt mit dem Frieden regiert. Because, as a direct result of the fame Mansa Musa gained for himself and his empire on his way to Mecca, both would soon begin to crop up on world maps for the first time. Also er hat Mali das erste Mal auf die Karte gebracht, weil er einfach so ein krasser Ehrenmann war. Also und auf der Karte erscheinen damals war sehr schwer. You can see Mansa Er ist sogar wie ein Ehrenmann, der Drip hat abgebildet. Ich küsse sein Herz. Pilgrimage also acted like a sort of epic recruitment campaign, with Mansa Musa's wealth, generosity, and effortless power winning him thousands of supporters and securing his empire the services of some of the most celebrated thinkers and artists of the era, many of whom he brought back west when the caravan returned home after completing the Hajj. Speaking of returning home, it was around this time Mansa Musa began to sprinkle a little gold dust within the borders of his own lands too, building. Als er zurückkam, hat er auch ein bisschen Gold auf den Straßen liegen gelassen, weil er einfach zurückgekommen ist, damit sich die Leute freuen, Digga. But there was one place in particular for which Mansa Musa reserved most of his attention: Timbuktu. It's somewhere you've almost certainly heard of, even if you don't know why and can't point to it on a map. You may even think it's some kind of mythical location, like Atlantis or El Dorado. Don't worry, plenty of people do. These days, Timbuktu is used in the English language as a byword for somewhere unimaginably distant and remote. Das finde ich so schade, dass Timbuktu so gefickt
wurde. Das ist das heftigste Stätte des Wissens. Ich muss da unbedingt hin. Unbedingt um jeden Preis, Digga. A status it likely earned because no European managed to figure out how to get there until the 1830s. But the main reason the name became famous in the first place is largely thanks to Mansa Musa. He annexed Timbuktu on his way back from Mecca, also as you do, and set about turning it into one of the most important centers for trade, culture, religion, and learning, not just in Africa, but in the entire world. Das ist das Ding. Ruler der Welt haben sich damals gedacht, dass sie die ganze andere Welt, dass sie ihr helfen wollen. Er kam aus Mekka zurück und hat gesehen, dass dieser Ort, das da nicht steht, und er hat da Timbuktu errichtet. Versteht ihr? Die haben immer weitergegeben. Jetzt, wenn Söhne Geld haben, sie schicken sich das in den Arsch. Weißt du, ich meine, was hat Jeff Bezos getan, Bruder, für die Menschheit? Weißt du, ich meine, egal was Elon Musk erfindet, was hat er am Ende des Tages für die Menschheit getan, wie Nikola Tesla? Und die PA-Arbeiten, die sie machen, sind auch nur, weil sie die für die Öffentlichkeit machen. Nicht, weil sie helfen wollen. Damals gab es keine Kameras und Menschen haben sich unterstützt. Heute nicht. Das ist traurig, Digga. The Jingareba Mosque, which Mansa Musa paid for, with 200 kilograms of solid gold, Holy still stands shit. today. Die ist 200 Kilo Gold, Digga. And makes up part of Timbuktu University. For a time, one of the world's premier seats of knowledge. Ich sage euch ehrlich, Neuralink hatte ich mal so eine... Ich hatte richtig Bock, Neuralink quasi einzubauen und so noch krasser mein Mind zu verwirklichen. Aber ich habe verstanden, dass ich eigentlich der Krasseste bin. Das klingt ein bisschen komisch, aber jeder von euch ist der Krasseste. Und wenn ich die unendliche Energie in mir unterbreche durch irgendeinen Chip, den ich selber einpflanze, kann es sein, dass meine Seele davon Schaden nimmt und der natürliche Mittelpunkt von mir irgendwie gestört ist. Mein Denken ist wichtig und wenn etwas in meinen Kopf geht, weiß ich nicht, egal was er sagt, auf Papier. Wisst ihr? Deswegen, ich werde mir doch noch keinen Neuralink einbauen. 1,000 students and a library of a Guck million mal, books. da sind 1 Million Bücher, Bruder. Das ist die größte Bibliothek auf dem Planeten. That's more than were held in the Ja, ja. Great Library of Alexandria. And Es ist fucking größer als Alexandria und trotzdem kennt jeder Alexandria und Timbuktu ist so ein hey, verpiss dich nach Timbuktu. And all this at a time when most Europeans believed Africa was a continent full of uncultured savages. Putting an exact number on Mansa Musa's bank account today is obviously pretty difficult. But the figure most often cited, accounting for inflation, is approximately $400 billion. Der hatte circa 400 Billionen, Digga. That's about the GDP of Norway or Ireland. So viel Geld hat Norwegen oder Irland, also insgesamt alles, was es in diesem Land gibt, wenn man alles verkauft. In truth, it's nothing more than a finger in the air. Not that it really matters. Mansa Musa was a man so wealthy that the exact numbers involved aren't important. Also man weiß nicht wirklich, wie viel Geld er hatte, weil es nicht wichtig war, wie viel Geld er hat, weil er zu viel Geld hatte. Es wurde nicht mal gerechnet. His wealth was, to all intents and purposes, limitless. He could do whatever he wanted, whenever he felt like it. Luckily, it seems that what he 400 Milliarden, sorry, 400 Milliarden. most often wanted to do was give his wealth away in order to improve the lives of others. And there are certainly worse ways to spend the greatest fortune in history. I'm sure you'll agree. Thanks for watching. Ehrenmann für diesen Front, deshalb liebe ich diesen Mann. Like, geht raus, Digga.